Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Caesar 3. Ich bin euer Dominus und wir spielen eine neue Mission. Kreiert von den City Builders für Caesar 3. Die Webseite der City Builders habe ich natürlich auf meinem Kanal verlinkt. Schaut da mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und wir schauen mal, welche Mission wir diesmal spielen. Diese Mission trägt den Titel Skimita, Konsolidierung. Weit im Osten des Reiches wird eine befestigte Stadt gebraucht, um den Ansturm von Nomadenvölkern gegen unsere Ostgrenze eine starke Stütze zu geben. Auch die wirtschaftlichen Erfordernisse, insbesondere der Bergbau im mächtigen Ostroal, benötigt einen starken zentralen Punkt. Eine große Stadt, prachtvoll und mächtig, sollt ihr errichten. 45 Jahre sollt ihr regieren, um dann im Triumph nach Rom zurückzukehren. Aber seid gewarnt vor den Hunnen. Ja, wir sind an der östlichen Grenze des riesigen römischen Imperiums, 55 nach Christus. Unsere Siegesbedingungen sind eine Kulturwertung von 80, eine Wohlstandswertung von 80, eine Friedenswertung von 80 und eine Gunstwertung von 80. Unsere Stadt muss mindestens 12.000 Einwohner beherbergen. Und wie schon im Intro erwähnt, 45 Jahre Zeit haben wir, um alle Ziele zu erreichen. Ja, mit 12.000 Einwohnern errichte ich hier tatsächlich eine der größten Städte bei Caesar 3. Da bin ich sehr gespannt. Gut, dann schauen wir uns die Karte einmal an. Ja, das ist die Karte, wo wir unsere Stadt gründen werden. Wir gehen in den Pausenmodus und schauen sie uns einmal in Ruhe an. Wir haben hier, ja, das ist im Südosten einen Fluss, ja, der hier von ganz im Süden entsprechend die Karte dann Richtung, ja, was ist es? Südosten durchfließt. Wir haben hier ganz im Osten ein kleines Eingeborenendorf. Ja, und die Landmasse im Südosten ist recht schmal, aber recht fruchtbar. Gehen wir mal Richtung Norden. Auf der anderen Seite des Flusses haben wir hier große Flächen, die fruchtbar sind. Oh ja. Die ziehen sich hier alle entlang des Flusses. Wir haben Waldbestände. Oh, das sieht sehr gut aus. Da können wir ganz viel produzieren. Gut, jetzt sind wir hier wieder im Westen. Hier haben wir die Straße nach Rom, die einmal so quer durch die Karte geht. Ja, je weiter wir jetzt hier Richtung Norden kommen, desto unfruchtbarer wird sie. Aber sie ist riesig. Ja, und hier ganz oben im Norden, also Nordwesten Richtung Norden, haben wir große Gesteinsformationen. Also hier können wir den Bergbau betreiben. Okay. Ja, und dann hier haben wir hier wirklich jede Menge Platz. Also die Karte ist schon sehr interessant. Wir haben also im Süden das fruchtbare Gebiet, wo wir Landwirtschaft betreiben können, und ganz im Norden können wir den Bergbau betreiben. Ja, und irgendwo dazwischen müssen wir unsere Stadt bauen. Gut, dann schauen wir mal, was wir so produzieren können. Bei den Farmen können wir Weizen, Gemüse, Reben anbauen und wir können Fleisch produzieren mit unseren Schweinefarmen. An Rohmaterial haben wir Ton, Eisen und Holz. Produzieren können wir Wein, Waffen, Möbel und Geschirr. Ja, wir können kein Olivenöl produzieren, das müssen wir für unsere große Stadt komplett importieren. Wir müssen auch Marmor importieren, alles andere können wir produzieren. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, und hier haben wir auch die Werft und den Kai, also wir können auch Fisch hier produzieren. Gut, ja, dann schauen wir mal auf die Weltkarte. Unsere Stadt heißt Samizigitusa und ist ganz im Osten des Reiches. Und wir haben zwar viele Städte im Römischen Reich, allerdings nur 2 Handelspartner. Nämlich Athen. Athen verkauft uns jede Menge Geschirr, größere Mengen Olivenöl und geringe Mengen Wein. Kauft bei uns größere Mengen Fisch und geringe Mengen Weizen. Mediolanum verkauft uns größere Mengen Eisen und geringe Mengen Marmor, kauft bei uns geringe Mengen Waffen und größere Mengen Möbel. Ja, also ihr seht, viel an Handelspartner haben wir nicht. Wir können auch nicht viel exportieren. Wir können Möbel und Waffen verkaufen. Das ist recht wenig für so eine große Stadt.
und wir müssen das Olivenöl ja importieren. Da bin ich mal sehr gespannt, wie wir hier die Balance hinbekommen. Ja, was ist denn nun der Plan? Die südlichen fruchtbaren Bereiche nutzen wir natürlich für die Landwirtschaft und für die Produktion unserer Güter für die Stadt und für den Export. Wir werden dann hier entlang der Straße nach Rom unsere Wohngebiete aufbauen. Ja, und müssen dann hier entsprechend im Norden unsere Eisenminen aufbauen und wir können hier nur Waffen produzieren. Und hier werden wir natürlich auch unser Militär ausbilden. Klingt einfacher als gesagt. Wir fangen jetzt direkt mal an und errichten das erste Wohngebiet. Wir haben jetzt hier unser erstes Wohngebiet und ihr seht sofort, ich bin nicht im normalen 9x9 Modus geblieben, sondern bei dieser riesigen Stadt, die wir errichten müssen, konzipiere ich immer sehr große Wohngebiete. Letztendlich sind es 2 9x9 Blöcke, die ich hier zusammengefasst habe, sodass wir innen drinnen eine Fläche von 18x9 zum Bebauen haben. Ja, wir haben die außenliegenden Wohngebiete auch schon parzelliert, haben auch schon die ersten Dienstleistungsgebäude und natürlich das Wasser. Ja, das Wasser ist eigentlich ganz klassisch. Wir haben hier die Reservoirs und wenn wir jetzt Richtung Fluss gehen, haben wir hier die anderen Reservoirs und wir führen mit den Aquädukten das Wasser dann in unsere Stadt. Wir werden natürlich hier auch kleine Siedlungen errichten müssen, damit wir auch bei der ganzen landwirtschaftlichen Produktion hier Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Gut, den Pausenmodus können wir aufheben. Wir können jetzt erstmal nur einen Teil, oder ich würde jetzt erstmal nur einen Teil dieses großen Wohngebietes hier parzellieren. Ja, so ungefähr. Wir brauchen natürlich hier den Ingenieursposten. Könnten wir... wo bauen wir sie auf? Hier. Präfektur. Ja, kann hier hin. Und natürlich auch einen Arzt. So, wir werden hier diese Straße nach Rom als große Magistrale ausbilden, wo wir auch dann Kulturgebäude errichten können. Wir müssen ja mit einer Kulturwertung von 80 jede Menge kulturelle Gebäude errichten. So, die Geschwindigkeit kann ich natürlich auch mal auf 70% stellen, sonst dauert das ein bisschen. Schauen wir mal eben, von wo sie jetzt einwandern. Ja, von diesem Immigrationspunkt hier wandern sie jetzt ein. Naja, da müssen sie noch ein bisschen einwandern. In der Zeit werden wir beim Arbeitsberater mal eben unsere Prioritäten verteilen. Wir zahlen wieder etwas mehr Lohn und setzen die Steuern natürlich erstmal wieder auf 0. Gut, dann warten wir jetzt mal, bis die Parzellen besiedelt sind und beginnen dann auch mit der Produktion von Nahrungsmitteln. Ja, wir kriegen auch schon die Mitteilung, dass Rom niedrige Löhne zahlt. Dann können wir es direkt anpassen. 27, bei uns kriegt ja 28, wie gehabt. So, endlich sind unsere neuen Bürger in unserem Wohngebiet jetzt eingewandert und die ersten Parzellen sind ja jetzt hier auch schon besetzt. So, wir haben die ersten Arbeitslosen. Dann beginnen wir mit der Nahrungsmittelproduktion. Wir bauen hier das Silo auf. Und können hier die ersten Farmen errichten. Natürlich Weizen. Okay, dann müssen wir hier so durch. Machen wir mal so einen Dreier. So, ja. Das passt ganz gut. Dann bauen wir auch schon Warenlager auf. Dieses Warenlager kann das Geschirr annehmen. Ja, die Straße brauchen wir die.
bauen wir doch hier noch ein Warenlager auf. So. Ja. Das soll Möbel aufnehmen. Gut, die Weizenfarmen sind schon alle in Betrieb, das ist gut. Ja komm, wir bauen noch mehr Weizenfarmen hier auf. Nämlich das ganze Feld hier so. Tja, kommen wir da mit einem Präfekten aus? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde hier das auch noch verbessern. Gut, und dann bauen wir jetzt mal Tempelanlagen. Unsere Götter sind unzufrieden, ne? Dafür parzellieren wir aber, glaube ich, nochmal hier ein paar Parzellen aus. Ach komm, wir parzellieren das gesamte Wohngebiet jetzt. Ja, unser Silo hat auch schon Weizen eingelagert. Bauen wir direkt die Märkte, und zwar baue ich tatsächlich direkt 2 Stück. Und ihr müsst dafür sorgen, dass diese Märkte in der Nähe des Versorgungszentrum ist. Bei diesem großen Wohngebiet müssen unsere Märkte kontinuierlich mit Waren versorgt werden und die Wege müssen so kurz wie möglich gehalten werden. Sonst schafft ihr es nicht, so ein Wohngebiet stabil zu halten. Ja, obwohl wir keine Arbeiter haben, die aber jetzt ja einwandern, bauen wir eine Runde Tempel. Neptun bräuchten wir eigentlich nicht zu bauen, weil wir keinen Seehandel betreiben. Aber wir bauen für alle Götter einen Tempel. Bauen wir hier noch den Tempel der Venus, dann kann hier noch der Barbier hin. Das passt doch sehr schön. Ja, wir schauen mal kurz die Risiken an. Feuer. Oh, ja, schafft das der eine Präfekt? Oh, Im Moment sieht es noch ganz gut aus, aber dieses eine Gebäude, gefährlich. Doch, reicht. Ja, da muss man natürlich ab und zu mal drauf aufpassen. Ne? So, Schäden. Aber das ist alles gut. So, jetzt wandern jede Menge neue Bürger ein. Ja, das sollte sich jetzt gleich hier erholen. Ja, ich würde jetzt noch weitere Farmen bauen. Aber da warten wir jetzt erstmal, bis wir tatsächlich genügend Arbeiter haben. Ja, das sieht ja schon ganz gut aus. Oh, Neptun ist gereizt. Ja gut, das ärgert mich jetzt eigentlich nicht. Ja komm, dann bauen wir noch weitere Weizenfarmen hier auf. Das machen wir so. Und dann würde ich jetzt tatsächlich diese Straße hier runterführen. Und diese Straße führen wir auch, noch nicht ganz runter. So, wir haben ja hier unser Reservoir, deswegen können wir hier natürlich auch eine Siedlung bauen, die mit einem Brunnen versorgt wird. Was ist jetzt? Angestellte werden benötigt. Na gut. Mal eben kurz gucken, wie wir das bauen können. So. Ja, das passt. Dann führen wir die Straße hier runter.
So, dann haben wir wieder unsere klassische Form hier. Das machen wir so. Eine kommt hier weg. Da kommen dann hier Gärten hin. Also unsere Stadtkasse ist mehr als üppig. Da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. So, hier muss natürlich auch ein Ingenieursposten hin und eine Präfektur und ein Arzt. Dann können wir das nach hierhin verbinden. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann können wir nämlich jetzt hier mit der Geschirrproduktion beginnen. So, den Wald nehmen wir mal hier weg. Ja, mittlerweile schon 500 Einwohner in unserer Stadt. So, Tongruben. Hier kommen wir nicht durch. Dann bauen wir das so. Müssen das ja hier nicht so bauen. Ne? Hier kann ein Tempel hin. Da kommt der Tempel der Ceres. Der kommt dann jetzt hier unten hin. So. Und dann führen wir das so. Ja. Dann können wir hier unsere Werkstätten bauen, unsere Töpfereien. Und hier bauen wir auch nochmal eine Präfektur und einen Ingenieursposten. Oh, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir haben ja hier das Warenlager für Geschirr. Das müsste reichen. Und wir können hier einen Markt errichten. Von diesem Silo kann sich der Markt dann versorgen. Bauen wir den Markt auch direkt auch hier hin. So, und dann bauen wir das nämlich so und können hier das weiter noch entsprechend mit Töpfereien belegen. Ja, ein paar Verschönerungen müssen wir jetzt hier auch schon mal leisten. Da machen wir jetzt einfach hier ringsherum mal Gärten. Und dann sieht das doch schon richtig gut aus. Ach so, da kann man das folgendermaßen machen, nämlich so. Das finde ich nämlich immer ganz schön. Oh wow, guckt euch das an hier, wie sich das jetzt hier weiterentwickelt hat. Oh, das gefällt mir schon sehr gut. Das muss ich sagen. So, hier wird auch eingewandert. Sehr gut. Ja, und ich glaube, das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn wir genau hier dieses Wohngebiet nochmal bauen. So, dann können wir nämlich hier das noch erweitern. Hier können wir die Farmen bauen. Ah, das passt gut. Das gefällt mir. Ja, komm, dann bauen wir direkt noch eine Tongrube. Die passt nämlich genau hier noch hin. Jawohl. Und noch ein paar Töpfereien. So, dann können wir das hier nämlich wieder schließen. Ich bin begeistert. Passt wunderbar. Ja, ich weiß, wieder werden Angestellte benötigt, aber da machen wir jetzt keine großen Gedanken drum. Da wandern wieder jede Menge neue Bürger ein. Wir können auch schon mal hier dann jeweils immer 2 Schulen bauen. Bei den großen Wohngebieten braucht man das. Und auch 2 Bibliotheken. So, wir haben ja jetzt Geschirr, was wir verkaufen können. Athen verkauft uns Geschirr. Oh, ich glaube, ich habe mich gerade sehr vertan.
eine große Geschirrproduktion aufgefahren, aber Geschirr wird gar nicht gekauft. Oh, Waffen und Möbel. Dann beginnen wir jetzt mit einer Möbelproduktion. Das ist natürlich jetzt sehr peinlich, aber na gut. Wir haben hier den Wald. Da können wir die Sägewerke bauen. Gucken wir mal, wie wir die bauen können hier. 1, 2, 3. Ja, dann würde ich sagen, führen wir dann hier den Weg weiter. Dann würde ich diesen Wald hier tatsächlich nutzen, um hier noch Sägemühlen zu bauen. Ja, es ist ja eher hier unfruchtbar, ne? Das macht ja eher Sinn. Wie machen wir das? Wir bauen hier die Möbelschreinereien auf. So, ja. Ja, das passt. Dann machen wir das so. Ja, so passt das ganz gut. Hier können wir noch die ganzen Sägewerke bauen und hier bauen wir die Möbelschreinereien auf. Das können wir dann noch beliebig erweitern. Zum Beispiel jetzt hier. Ich möchte gerne insgesamt 4 Stück haben. So. Und dann sollten wir auch gleich mit der Waffenproduktion beginnen. Mittlerweile schon 1000 Einwohner in unserer Stadt Sametsigetusa. So, mit 1000 brauchen wir wieder Tempelanlagen. Und vor allem brauchen wir hier auch nochmal, ganz wichtig, Präfekturen und Ingenieursposten. So, hier muss auch ein Markt hin. Verschönerungen. Verteilen wir mal hier so ein paar Plätze. Ja, das mit dem Geschirr ärgert mich ein bisschen, dass ich da nicht richtig aufgepasst habe, aber dann ist es tatsächlich nur Möbel und Waffen, die wir verkaufen können. Wir können noch Weizen und Fisch verkaufen, aber das brauchen wir eigentlich selber. Ja, ich glaube, das reicht dann aber auch für die Versorgung der Stadt mit Geschirr. Ja, ich habe hier nochmal eine kleine Parzelle ausgewiesen mit einem Brunnen, weil ich hier auch noch mal eine Straße ranführen möchte. So, und dann baue ich jeweils immer in diesen Abschnitten Wachzimmer noch auf, nämlich so. Dann haben wir hier diesen Abschnitt, weil ich hier noch Kulturgebäude errichten möchte. Und vor allem möchte ich jetzt hier unseren Senat bauen, bevor wir jetzt entsprechend mit der Waffenproduktion beginnen, damit wir schon mal Steuer erheben können. So, vorerst baue ich aber eine Künstlerkolonie hier auf. Hier. Und ein Theater. Da könnt ihr auch durchaus direkt 2 bauen, ne? So, und jetzt kann man nämlich hier an dieser Magistrale, die ich jetzt hier mal ausbaue, also hier müssen wir ein bisschen aufpassen, das geht dann so, aufgrund der Dienstleistungsgebäude, hier machen wir das so und dann geht es wieder so. Das kann hier auch entsprechend so zugebaut werden. Ja, das passt ganz gut. Und dann bauen wir jetzt nochmal Tempel. So, und hier können nämlich jetzt auch auf der Seite Tempel errichtet werden.
Hier bitte nicht vergessen, auch eine Präfektur und einen Ingenieursposten zu bauen. Ich glaube, mit einem kommen wir hier nicht aus. Das ist doof, was ich gebaut habe. Ich würde es tatsächlich hier hinbauen. Oh, Rom zahlt wieder niedrige Löhne. Und eine Preissteigerung für Holz. So, und hier können auch nochmal Tempelanlagen hin. Für Mars. Und für Venus. Oh, wir können übrigens hier in dieser Mission Orakel bauen. Das ist doch mal schön, oder? So, wir haben jetzt Möbel im Warenlager. Mediolanum kauft unsere Möbel. Sehr schön. Eröffnen wir. Dann können die Möbel schon mal komplett verkauft werden. Gut, jetzt sollten wir auch mal mit der Waffenproduktion beginnen. Dafür baue ich aber unseren Senat jetzt hier auf. Warum ich jetzt hier Senat aufbaue, hat folgenden Sinn. Von unserem Senat geht nämlich auch eine Magistrale aus. Nämlich hier. Ganz hoch. Bis hierhin. Hier errichten wir jetzt unsere Eisenminen. Und das ist interessant. Hier kann ich keine Eisenminen bauen, obwohl wir hier diese Felsformation haben. Hier geht es erst wieder. Und hier. Okay, geht es denn hier auch? Ja, hier geht es auch. Okay. Bauen wir mal 3 Eisenminen hier oben hin. Wir brauchen ja nicht ganz so viel Waffen, weil so viel können wir gar nicht verkaufen. So, und bauen hier wirklich eine kleine Siedlung auf, die wir auch nicht wirklich weiterentwickeln können. Und können dann hier Waffen produzieren. Bauen auch hier unser Militär auf. Also hier kommt Akademie und auch die Kaserne hin. Und dann würde ich hier an dieser Magistrale nämlich unser Militär ausbauen. Ich glaube, dass das eigentlich keine schlechte Idee ist. Wir haben jede Menge Arbeitslose. Dann bauen wir hier noch die Möbelproduktion ein bisschen aus. Nee. Hier. So, tja, komm, dann bauen wir hier insgesamt 4 Eisenminen auf. In der Zwischenzeit können wir mal ein Fest feiern. Und zwar immer für Mars. Man weiß ja nie, was passiert. So, hier bauen wir natürlich auch ein Wachzimmer hin, damit man nicht diese langen Magistrale entlang gehen muss. So, und da kommen jetzt endlich unsere Siedler für diese kleine Siedlung hier. Okay, das sieht soweit gut aus. Wir bauen ein Lagerhaus hier hin. So, dieses Warenlager wird Waffen annehmen. Und wir bauen noch ein Warenlager, weil ich nicht weiß, ob der Imperator gegebenenfalls auch Eisen haben möchte. Also wird hier auch das Eisen eingelagert. So, dann können wir das nämlich hier so rumbauen. Das passt ja eigentlich wunderbar, ne? Ja, dann haben wir nämlich hier die Möglichkeit, unsere Waffenschmieden zu bauen.
4 Stück. Ja, wir haben unser Fest für Mars. So, und dann können wir nämlich hier die Kaserne bauen. Die kann dann jetzt nämlich hier hin. Und die Militärakademie, die kommt dann jetzt hier hin. Da haben wir nämlich alles schön zusammen. So, hier haben wir so eine Art Exerzierplatz. Und ja, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Schön kompakt wieder mal gebaut. Hier muss auch noch ein Ingenieursbüro und eine Präfektur hin. So. Und ich möchte gerne den Tempel des Mars natürlich hier haben. Der kann dann jetzt hier hin. So. Dann kommt das Wachzimmer hier hin. So, wunderbar. Ja, und dann haben wir auch hier, glaube ich, schon alles ziemlich ausgereizt, was wir hier an Arbeitskräften haben. Hier haben wir auch noch ein bisschen Platz, was zu bauen. Was brauchen wir denn an Arbeitern? Naja, also da hat sich, glaube ich, gerade was getan. Und ich sehe gerade, Rom zahlt nur 23 Dinari. Das können wir natürlich jetzt mal anpassen hier. So, jetzt haben wir aber auch wirklich jede Menge Geld ausgegeben. Ne? Wir können natürlich, wir haben 4 Eisenminen. Und dann können wir eigentlich 8 Waffenschmieden hier mit Rohstoffen versorgen. Das machen wir jetzt so. Und dann passt das ganz gut. So, natürlich können wir jetzt auch die Waffen exportieren. 2 lassen wir in den Warenlagern drinnen. Es ist die Frage, ob wir das jetzt hier lassen und dann hier noch ein Warenlager bauen, wo wir Waffen entsprechend einlagern, oder ob wir es einfach da oben lassen. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal so. So, hier können wir Gärten bauen. Sieht doch gar nicht schlecht aus, oder? Wir können auch noch ein paar Verschönerungen hin, damit sich diese Wohngebäude weiterentwickeln. Naja gut, und man kann natürlich jetzt Weizen verkaufen, weil wir eine Überproduktion haben. Wir können ja gar nicht so viel verkaufen. Also wir haben jetzt Waffen, wir haben jetzt Möbel, Geschirr wird leider nicht gekauft. Wir können Weizen verkaufen. Gut, aber ich glaube, wir bauen erstmal ein zweites Silo hier noch auf. Hier. Hier kann noch ein Warenlager hin. Ja. Oder was natürlich mehr Sinn macht, hier später eine Gladiatorenschule zu bauen. Ne? Ja. Finde ich auch besser. Dann würde ich das Silo genau um einen Platz hier verschieben. Genau, dann passt das. Und wir haben eine Segnung von Mars. Das habe ich mir gewünscht. Ein Schutzgeist, der unsere Stadt bewacht. Sehr gut. So, hier können noch ein paar Verschönerungen hin. Ja, errichten wir schon mal das Badehaus. So, da müsste jetzt ein Amphitheater noch passen. Wunderbar. Ja, und ich überlege gerade, ob wir nicht doch besser 3 Märkte brauchen, um dieses große Wohngebiet zu versorgen. Ja, dann machen wir das folgendermaßen.
Amphitheater kann auch hier hin. Hier kann eine kleine Statue hin. Dann würde ich das hier wegnehmen und würde tatsächlich noch einen dritten Markt bauen. So. Ich möchte wirklich sicher gehen, dass wir hier auch eine optimale Versorgung haben. Also ich glaube, ja, das sieht gut aus hier. Und das auch. So, da werden jetzt gerade Waffen gekauft und Rom zahlt höhere Löhne. Ja, dann können wir die ersten Forts bauen, ne? Und zwar für die Legionäre 1 und dann bauen wir auch direkt 1 für die Sperrwurfträger. Machen wir das doppelt? Ja, wir machen das doppelt. So. Ja, so gefällt mir das. Oh, ich glaube, ich habe Mars einen Tempel gebaut. Und jetzt haben alle anderen einen zu wenig. Deswegen ist man unzufrieden. Wir feiern mal ein Fest für Merkur. Ja, und jetzt brennt es. Okay. Ja, komm. Dann bitte nochmal hier eine Präfektur. Ja komm, dann bauen wir hier jetzt auch nochmal einen Tempel der Venus. Ceres. Ja, dann machen wir hier so einen Block, ne? Nämlich so. 2000 Einwohner in unserer Stadt. Naja, 10.000 Einwohner brauchen wir noch. Ihr habt diese Gelder ziemlich schnell ausgegeben. Versucht zumindest mit diesem Geld etwas länger auszukommen. Ja, und wir haben leider Schulden gemacht. Der Imperator gibt uns nochmal 5.000, aber auch damit zusammen, dass ich hier gerade wieder Verschönerungen durchführe. Einer meiner Lieblingsarbeiten in unserer Stadt, aber naja. Wir sehen das jetzt alles nicht ganz so ernst hier. Wir haben ja auch Geld bekommen, wir haben die ersten Millionen, alles gut. Ja, und es bringt mir natürlich nichts, wenn ich einen Senat baue und meine Steuern nicht erhebe. So, ihr müsst hier mindestens 9% zahlen und dafür brauchen wir natürlich ein Forum. So, jetzt können wir nämlich auch noch Steuern erheben. Ich wunderte mich schon ein bisschen, dass wir so wenig Geld verdienen. Ja, wir haben ja eben über die entsprechende Gladiatorenschule gesprochen. Die können wir jetzt bauen. Hierhin und können das erste Amphitheater bauen. Dann können die sich hier weiterentwickeln. Wir haben ja genug Möbel. Ja, und dann denke ich mir mal, könnten wir auch gleich schon das zweite Wohngebiet errichten. Weil wir können tatsächlich das meiste Geld jetzt wahrscheinlich über Steuererhebung generieren. Vielleicht machen wir auch mal die Steuern auf 12%. Mal schauen. Weil hier kann auf jeden Fall schon mal ein Barbier hin. Oh, es brennt wieder mal. Ja, das ist hier nicht gut. So, hier muss auch mal eine Verschönerung durchgeführt werden. So. Ja. Das sieht dann doch schon ein bisschen besser aus, ne?
können wir den Arzt besser hier hinbauen. Und hier kann eine Schule hin. So. Tja, weitere Weizenfarmen sind nötig. So, und hier in der Mitte bauen wir große Statuen. Da passen nämlich genau 2 Stück hin. Ja, und dann haben wir doch hier ein perfektes, schickes, großes Wohngebiet, was sich jetzt hier super entwickelt hat. Das ist jetzt erstmal ja, nur der Endausbau, weil die brauchen jetzt Olivenöl. Das werden wir jetzt noch nicht zur Verfügung stellen. Wir bauen gleich das zweite Wohngebiet schon mal auf und produzieren weiter jede Menge Weizen und auch Möbel. So, oh, ich habe vergessen, Merkur noch einen Tempel zu errichten. Das sollten wir jetzt nochmal machen. Ja, 12% Arbeitslosigkeit, das ist ziemlich viel. Wir bauen hier weiter unsere Möbelproduktion aus. So, und hier können wir noch Farmen errichten. Ja, das ist gut, aber wir brauchen hier auch noch mal Präfektur und Ingenieursposten. Das ist ganz wichtig, damit uns hier nicht alles in Flammen aufgeht oder einstürzt, wie zum Beispiel jetzt der Tempel des Merkurs. Ja, mit der Menge an Arbeitslosen können wir die ersten Akademien bauen. Ach, das passt nicht. Das ist schade. Ja, die Möbel können wir ganz gut verkaufen. Also das Warenlager ist ja immer leer. Das natürlich auch schlecht ist für unsere Stadt hier. Haben denn unsere Märkte Möbel? Ja doch, das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Ja, okay. Ja, ich würde jetzt hier tatsächlich das zweite Wohngebiet schon mal aufbauen. Natürlich noch nicht so weit entwickeln wie jetzt das erste, aber dann können wir hier auch weiter noch Farmen errichten, Silos und weitere Dienstleistungsgebäude. Ja, wir haben auch hier schon unsere entsprechenden Soldaten. Wir bauen weitere Weizenfarmen hier auf. So. Bauen hier auch nochmal. Das müssen wir jetzt tatsächlich mal machen, ne? Präfekturen und Ingenieursposten, weil sonst wird das hier nicht so gut enden. Und zwar machen wir das so. Wir werden etwas Wein produzieren. Wir können mit Wein nicht großartig was anfangen, außer unsere Villen damit zu beliefern. Und vor allem können wir unseren Imperator etwas zufriedenstellen, wenn er Wein verlangt. Rom zahlt niedrige Löhne. Okay? Das passen wir direkt an. Ach so, brauchen wir gar nichts anzupassen. Haben wir so gelassen.
Ja, wir haben ein Architektenhonorar von 8 Dinari pro Monat und wir sind schon bei 42 Gunst gelandet. Wir schenken dem Imperator mal ein Geschenk. Geparden und Giraffen. Bitteschön. 52 Gunst sieht besser aus. So, wir haben jetzt hier unser Weingut. Und dann bauen wir... Wo bauen wir sie hin? Ja, komm. Bauen wir die 3 Weingüter auf. Dann können wir die Straße so setzen. Dann passt hier noch eine ganze Ladung Farmen hin. Das ist doch sehr gut. Dann brauchen wir noch ein Warenlager. Ja, komm. Das bauen wir jetzt hier hin. Das kann den Wein aufnehmen. So, wir bauen weitere Möbelschreinereien auf. So, wir haben Dezember. Mediolanum kann 15 Waffen einkaufen, hat 11 eingekauft und 13 Möbel allerdings nur. Okay, ich würde jetzt doch hier das Wohngebiet schon aufbauen, nur die außenliegenden Wohnparzellen ausweisen und dann würde ich hier die Möbelproduktion nochmal richtig ausweiten und würde dann tatsächlich noch ein Warenlager hier entsprechend aufbauen, welches Waffen auch annehmen kann. Ob das den Export maximiert, werden wir dann mal schauen. Gut, ja, beginnen wir damit mal. So, hier haben wir unser zweites Wohngebiet, jetzt genau in der Verlängerung vom ersten aufgebaut. Es ist komplett so aufgebaut wie das erste. Und ich habe jetzt nur hier die außenliegenden Wohngebiete parzelliert. Arzt, ja natürlich Präfektur und Ingenieursposten und natürlich die Brunnen. Hier haben wir ein neues Reservoir gebaut, was dann hier von diesem Fluss gespeist wird. Okay. No, das kann hier weg. Die Geschwindigkeit können wir wieder erhöhen. Sehr schön. So, wir bauen noch ein Weingut hier auf. Ja, dann können wir auch noch jetzt Folgendes machen. Hier muss natürlich auch noch ein Versorgungszentrum gebaut werden und Rom zahlt wieder höhere Löhne. Da kümmern wir uns direkt drum. Okay, 25 kriegt ihr bei uns. Wir werden hier auch jetzt ein Silo bauen. So. Und hier passen auch wieder 2 Warenlager hin, nämlich so. Dieses Warenlager wird Geschirr fordern. Und dieses hier entsprechend, ach nee, das ist das Verkehrte. Und dieses hier natürlich Möbel. Sehr gut. Dann bauen wir das so. Ja, das ist gut. Dann passt hier noch was hin. Wie zum Beispiel nochmal eine Künstlerkolonie und auch eine Gladiatorenschule. Hier haben wir kein fruchtbares Land mehr. So, unsere Forts sind alle gefüllt. Dann bauen wir nochmal ein Fort für die Legionäre. Ja, und ihr seht, ein Teil der ganzen Möbelschreinereien arbeiten nicht. Es war jetzt ganz gut, dass wir hier noch die außenliegenden Wohngebiete jetzt gebaut haben. Ja, und dann baue ich jetzt hier ein Warenlager hin. Das kann jetzt Weizen annehmen. Dann können wir auch Weizen verkaufen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir unsere Stadt auch genügend mit Weizen versorgen können. So. Und dann verkaufen wir auch nochmal Weizen. Dafür brauchen wir die Handelsroute nach Athen. Die brauchen wir sowieso, weil wir das Olivenöl dort einkaufen müssen.
So, und jetzt können wir etwas Weizen verkaufen. Wir lassen mal 5 Einheiten in den Waren lagern. Was ist jetzt? Oh, wir brauchen wieder Angestellte. Okay. Hier haben wir jetzt keine Rückentwicklung. Oh, eine Preissenkung. Der Verkauf von Waffen wird billiger. Schlecht für uns. Ja, es dauert natürlich recht lange, bis hier diese Parzellen besiedelt sind. Aber so allmählich kommen unsere neuen Bürger. Dieses Versorgungszentrum, das braucht noch dringend Arbeiter. So, Gott sei Dank. Endlich ist unser Versorgungszentrum hier jetzt auch mal in Betrieb. Wie sieht es mit den Arbeitskapazitäten aus? Da seht ihr jede Menge Weizen, der jetzt hier zu unserem Silo und auch zu unserem Warenlager gebracht wird. Ja, und unsere Möbelproduktion ist Gott sei Dank jetzt hier im totalen Wash. Alles ist hier jetzt besetzt und wir produzieren jede Menge Möbel. Das ist gut. Wir brauchen Arbeitskräfte. Okay. Dann nichts einfacher als das hier zu parzellieren, aber nur ein Teil. Und hier würde ich auch wieder außenliegende Wohnflächen ausweisen. So, unsere Gottheit. Komm, Venus, dann kriegst du jetzt mal ein Fest. Ja, und jetzt mit dem neuen Wohngebiet, da würde ich, glaube ich, jetzt auch noch ein paar Tempel jetzt hier errichten. Der Tempel des Mars passt ja besser hierhin, ne? Dann reißen wir den Tempel der Venus mal ab. Ja, das ist besser. So, Venus, dann müssen wir jetzt hier mal 2 Stück hinbauen, ne? Ja, hier sollten wir auf jeden Fall schon mal 2 Märkte wieder bauen. Und auch direkt ein Forum. So, unser Fest für Venus. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube ja. Ja, und 3000 Einwohner zählt jetzt unsere Stadt Sarmizegetusa. Ja, während hier jetzt unsere Bürger einwandern, schauen wir mal, wo unsere Feinde uns eventuell angreifen können. Wir fangen mal hier an. Hier wäre es möglich. Hier ist Wald. Nein, hier kann uns keiner angreifen. Hier kann uns jemand angreifen, ja. Hier nicht. Nee. Hier ist Gott sei Dank alles gut, da brauchen wir nichts zu machen. Ja, man kann natürlich von hier angreifen, ne? Also hier. Ja, hier dieser ganze Bereich. Ja doch, der ist offen. Ja, diese Stelle finde ich hier schon recht gefährlich. Da würde ich jetzt mal, wie bauen wir das? So viel Geld haben wir jetzt nicht. Ich würde ja sonst hier eine gesamte Mauer bauen, ne? Aber das ist jetzt ein bisschen teuer. Wir können hier auf jeden Fall schon mal das Wachzimmer bauen, wie wir das immer machen. So. Ja, von hier können wir eine Mauer tatsächlich bauen, nämlich so.
Mhm. Hier war ja auch noch was, wo jemand angreifen kann. Oh, es brennt. Wo brennt es denn? Hier. Oh ja. Oh, perfekto, vergessen zu bauen. Eieiei, wie schlecht. Wir gucken, Spezialkarten, Feuer. Ja, das habe ich vergessen. Das kann man ganz schnell wieder beheben hier. Gut. So, Schäden. Ich glaube, ich habe auch vergessen, einen Ingenieursposten zu bauen. Ne, da ist einer. Okay. Ja, dann würde ich jetzt hier die Mauer so weiterziehen. Nämlich bis zu diesem Wald. So. Den Wald können wir nutzen als Schutz. So, ne? Ja, dann... ach komm. Ist ja alles irgendwie Kokolores, ne? Nichts Halbes und nichts Ganzes. Dann geben wir das Geld jetzt so aus. So, und dann können wir nämlich hier... So, bauen wir das so. Dann können wir nämlich hier Türme bauen. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Ja, komm, das Geld haben wir. Schon mal das so bauen. Ja. Gut, wir parzellieren das jetzt hier auch einmal. Komplett. Die Gärten nicht vergessen hier. Und dann haben wir aber auch kein Geld mehr. Ne? Gut, dann lassen wir das. Was ist jetzt schon wieder? Ja, da sind wir bei. So, unsere kleinen Siedlungen kriegen jetzt auch mal ein Theater. Eine Künstlerkolonie sollten wir hier auch nochmal bauen. Die können wir aber hier hin. Ja, von unserem Imperator haben wir noch nichts mehr gehört. Keine Forderung. Ja, gucken wir mal, ob sich das noch ändert. Ich hoffe es ja wohl mal. Ja, ich sehe gerade, dass hier dieses Warenlager mit Waffen voll ist. Und jetzt können wir tatsächlich mal hier noch ein Lagerhaus bauen für Waffen. Und das andere wird für Öl sein. Das können wir so schließen hier. So, hier wird Waffen angenommen. Und hier kann jetzt nachher Öl angenommen werden. So, und hier bauen wir noch ein Warenlager auf, beziehungsweise das hier, was jetzt Weizen annimmt, wird nachher Öl fordern für dieses Wohngebiet hier. Gut. Ein Fest für Ceres. Ja, und ihr seht, die Überproduktion von Waffen ist schon jetzt hier in dem Warenlager. Wunderbar. Und dann kann nämlich hier auch die Waffen gekauft werden.
Ja, eine Stadt mit so vielen Einwohnern und so wenig, was ich exportieren kann. Oh, das ist schon nicht schlecht hier. Deswegen ist unsere Stadtkasse auch eher etwas gering, aber naja. Das werden wir schon hinbekommen, solange wir nicht in den Miesen sind hier. Sonst wird der Imperator nämlich sauer. Ja, und unser Fest für Ceres. Ich baue jetzt hier schon mal eine Schule auf. Und nochmal den dritten Markt. Das sollten wir tatsächlich, den könnten wir natürlich auch jetzt schon hier hinbauen. Weil der kann sich natürlich auch hier raus bedienen. Was aber Blödsinn ist. Der kommt hier hin. Ja, ihr seht, die Warenlager sind hier zum Bersten gefüllt mit Waren. Ich denke mir mal, wir können es tatsächlich wagen, bald unser Villengebiet schon aufzubauen. Wenn wir jetzt dieses zweite Wohngebiet hier weiterentwickeln, habe ich so viele Arbeiter, dann lohnt sich das. Und wir können natürlich im Villengebiet auch da jede Menge Steuern abkassieren. Das ist, glaube ich, ganz lukrativ, bevor wir tatsächlich auch jetzt hier unsere Stadt weiterentwickeln. Wir müssen natürlich Olivenöl jetzt bald einkaufen. Da bin ich auch mal gespannt, ob wir wirklich unsere Stadt komplett mit Olivenöl versorgen können. Aber ich denke schon. Hier fehlt noch ein Garten. So, diese Straße ziehen wir mal hier weiter durch. Ja, also mir gefällt dieser Aufbau der Stadt sehr. Wirklich ein schickes Städtchen geworden. So, hier kann eine Bibliothek und hier kann eine Bibliothek hin. Ja, hier können wir auch schon weitere Verschönerungen machen. Ja, das passt wunderbar. Hier fehlt was. Der Imperator stellt eine neue Forderung an uns. 12 Einheiten Holz in 24 Monaten. Das werden wir ihm zur Verfügung stellen, allerdings erst im zweiten Teil unserer Mission Skimitar für Caesar 3, kreiert von den City Builders. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.